Die Jungs wollen in Stuttgart unbedingt was mitnehmen. Drückt die Daumen und viel Spaß im Feiertagsmagazin. Endspurt anvisieren. BVB will bis Weihnachten nochmal Fahrt aufnehmen. Serie ausbauen. Gegen Stuttgart ist Schwarz-Gelb seit 13 Spielen ungeschlagen. Verteidiger befragen. Erstmals zu Gast im Studio. Defensiv-Allrounder Jeremy Toljan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Feiertagsmagazin. Heute leider ohne Nobby. Der ist nächste Woche natürlich wieder für euch da und stimmt euch dann aufs Derby ein. Heute steht aber erstmal Stuttgart auf dem Programm. Mit dem VfB haben wir in der jüngeren Vergangenheit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, denn die letzten 5 Partien im Schwabenländle wurden allesamt gewonnen. Ja, die 5 Siege könnt ihr euch nochmal ausführlich anschauen, ab jetzt online bei BVB Total. Ja, auf jeden Fall eine schöne Serie, das wird sicher auch unser heutiger Gast so sehen. Jeremy Toljan, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. So ein Sieg mal wieder, das wäre was, ne? Ich hätte nichts dagegen, wenn es 5-6 wird, denke ich. Wird uns gut tun und ja, darauf arbeiten wir hin jetzt. Für euch ging die Saison super los. Perfekter Einstand und dann war dieser Break drin nach der letzten Länderspielpause. 4 Spiele in der Bundesliga ohne Dreier. Wie geht man als Mannschaft mit so einer Situation um? Ja, ist auf jeden Fall kein gutes Gefühl. Ich denke, Dortmund ist das gewohnt zu gewinnen. Wir als Mannschaft auch. Deswegen ist das immer nicht so toll für uns alle. Jetzt war wieder eine Pause, da konnten wir sehr viel reden, analysieren, was wir falsch gemacht haben. Auch uns was vornehmen, was wir eben besser machen wollen. Und jetzt am Freitag haben wir gleich die Chance dazu, das eben wieder zu drehen und dann eben wieder eine andere Serie zu starten. Wie schätzt du den VfB im Moment ein? Ja, ich denke, der Trainer, der ist ja auch hier aus Dortmund, macht da eine gute Arbeit. Zu Hause sehr gut, vor ihren Fans. Auswärts, glaube ich, ist nicht ganz so gut, aber trotzdem, ich denke, als Aufsteiger ist bis jetzt eine ordentliche Saison. Wir kommen jetzt an dieser Stelle zu unserem Fragenkonter, eine Rubrik, bei der ich dir einen Satz vorgebe und du vervollständigst ihn einfach kurz und spontan, was dir dazu einfällt. Stuttgart ist für dich? Heimat. Der letzte Sommer war? Unvergesslich. Das Leben als Profi? Gibt nichts Besseres. Deine größte Stärke außerhalb des Platzes? Oh, da muss ich passen, glaube ich. Das fällt mir so schnell nicht ein. Mit dem BVB möchte ich? Ja, am besten den Titel gewinnen. Das hören wir natürlich gerne. Ja, seine Schlagfertigkeit hat Jeremy ja gerade unter Beweis gestellt. Das ist aber längst noch nicht alles, was ihn sonst noch so alles auszeichnet. Das gucken wir uns jetzt mal an. Jeremy Toljan. Defensiv-Allrounder mit jeder Menge Offensivpower. Schnellster Mann im Team. Richtig gehört. Unser neuer Außenverteidiger hängt sogar Ober ab. Last-Minute-Verpflichtung ohne Anpassungsschwierigkeiten. Einer von 3 frisch gebackenen U21-Europameistern für Schwarz-Gelb. Made in Stuttgart mit amerikanisch-kroatischen Wurzeln. Mit dem BVB zu Gast in seiner Heimatstadt. Die Rückkehr nach Schwaben, hoffentlich gekrönt mit 3 Punkten. Ja, du hast auch kurz ein bisschen ungläubig geguckt, aber es ist tatsächlich so. Es wurde gemessen 34,87. Das ist schon eine stolze Zahl. Bist du denn schon mal im direkten Duell gegen Ober angetreten? Noch nicht, deswegen musste ich auch ein bisschen grinsen. Ich glaube, das wäre schwierig da zu gewinnen, glaube ich. Ich weiß nicht, die Messungen sind ja immer ein bisschen verschieden, aber Ober ist jetzt auch nicht langsam. Sieht man ja jedes Mal. Wundert mich ein bisschen, aber ist ja nichts Schlechtes. Wo kommt denn diese Stärke her bei dir? Warst du früher Leichtathlet? Oder? Ne, ich denke, das ist einfach nur genetisch bedingt. Ich war schon immer einfach schnell. Das ist auch eine meiner größten Stärken dann in meinem Spiel. Und
davon profitiere ich und ja, ist gut, dass ich schnell bin. Kommen wir zu dir persönlich. Ich finde es ganz interessant, dass du doch deutlich weniger in der Öffentlichkeit stehst als jetzt so manch anderer Profikollege. Ist das eine bewusste Entscheidung von dir, oder? Ich glaube, das spiegelt so mein Ich ein bisschen wider. Ich bin eher so ein ruhiger, zurückhaltender Typ. Mach so mein eigenes Ding, brauche das nicht so unbedingt irgendwie im Rampenlicht zu stehen. Und das kann vielleicht deswegen so sein, aber ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie suche. Wir wollen natürlich trotzdem ein bisschen was wissen. Was ist dir denn wichtig außerhalb des Platzes? Du hast gerade schon beim Fragenkonter nicht direkt so geantwortet, aber was machst du denn gerne? Was sind so deine Hobbys? Ich gehe oder mache gerne was mit meinen Freunden, ganz entspannt, gehe ich durch den Tag, gehe gerne in die Stadt, irgendwo einen Kaffee trinken, gehe oft mal ins Kino auch, solche Dinge, alles relativ locker. Mit Freunden treffen, gutes Stichwort. Wir haben an dieser Stelle nämlich einen gefunden, der wollte ganz gerne mal was von dir wissen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Das bin ich gespannt. Hallo Jerry, ich hoffe, dir geht's gut. Wie hast du dich denn in Dortmund eingelebt? Grüße aus Hoffenheim. Ja, dein früherer Teamkollege Kevin Akpoguma, sag doch mal. Wie ich mich eingelebt habe, ja, relativ gut jetzt mittlerweile. War am Anfang ein bisschen schwierig für mich. Ich bin noch nicht so oft gewechselt, es war ja auch mein erster Wechsel. Deswegen war es so in der Mannschaft ankommen, ist nicht schwierig, aber es ist eine ungewohnte Situation. Dann auch jetzt hier eben sich einzuleben, Wohnung hat ein bisschen gedauert, bis das alles geklappt hat und sich eingependelt hat ein bisschen gedauert. Aber mittlerweile bin ich gut im Team angekommen, denke ich. Verstehe mich mit sehr vielen Leuten sehr, sehr gut und auch in der Stadt. Habe schon ein bisschen was gesehen und meine Wohnung ist fertig, deswegen bin ich langsam da. Was sind denn so die größten Unterschiede? Schwabenland, Ruhrgebiet? Ja gut, die von den Menschen weiß ich das noch gar nicht so. Hier ist ein bisschen voller, die Menschen sind vielleicht ein bisschen direkter, was jetzt nicht irgendwie schlimm ist, aber fällt mir so ein bisschen auf. Das sind so die ersten Dinge, die mir so ein bisschen aufgefallen sind vielleicht. Jetzt spielen wir ja als nächstes gegen den VfB, also das Team aus deiner Heimatstadt. Wie sind denn noch die Verbindungen nach Stuttgart? Wie oft bist du denn noch da? Ziemlich oft. Also wie gesagt, meine Mutter wohnt dort, meine Schwester, sehr, sehr viele Freunde auch aus der Schule von damals noch. In der Mannschaft vom VfB kenne ich jetzt nicht mehr so viele. Ein, zwei Jungs kenne ich da, deswegen in die Mannschaft selber sind da keine Verbindungen oder zum Verein. Aber wie gesagt, ich bin in Cannstatt groß geworden, habe das Stadion eigentlich jeden Tag gesehen, deswegen sind die Verbindungen schon da und ich bin ja relativ oft noch dort. Aber es ist schon auffällig, dass du noch mit vielen, die zumindest in Stuttgart aufgewachsen sind, Kontakt hast. Ne? Serge Gnabry, dann Kenan Karaman, das sind alles Stuttgarter Jungs. Ja gut, Fußball ist ja so, man wohnt nicht unbedingt gleich um die Ecke, aber wenn man dann, oder wenn die Familienleben auch dort wohnen, dann kann man sich zumindest ja, in den freien Zeiten dann dort mal treffen und das bietet sich dann meistens an, deswegen kann man den Kontakt da so ein bisschen besser noch aufrechterhalten. Aber ja, beide, die du jetzt genannt hast, sind sehr gute Freunde von mir und freue mich immer, sie zu sehen. Jetzt ist Zeit für unser beliebtes Spielchen und das heißt Schwarz oder Gelb. Wir bekommen 3 Szenen eingespielt von früheren Partien, BVB gegen VfB, die dann irgendwann stoppen. Und dann gibt es 2 Vorschläge, schwarz oder gelb. Die müssen wir hochhalten und entscheiden, welche Variante zutrifft. Das sind die Kärtchen. Und dann würde ich sagen, verteilen wir hier, Moment, und dann geht's gleich los. Bereit? 3, 2, 1. Beide für Helmer. Mal gucken. Oh, das ist auch interessant. Gelbe Karte für eine ins Gesicht wischen wäre heutzutage auch anders. Ne? Ich habe noch keinen Videobeweis. Okay, dann die nächste Szene. Okay, 3, 2, 1. Ah, ich glaube, ich oder? Das sieht mir nach Krabbeln aus. Ja. Ja, hat ihn immer noch nicht. Aber zumindest kein Gegentor für BVB. Das ist ja schon mal. Aber du gehst mit 1:0 in Führung. Ja.
Muss ich Nobbys Ehre verteidigen. Nicht, dass der sagt, einmal wenn er nicht da ist, dann. Also er führt nämlich insgesamt. Naja, gucken wir uns die letzte Szene an. Das sieht nach 90er aus. Okay. Ah, gelb, schwarz, ja, mal gucken. Alle drei zu Boden. Und Heiko Herrlich. Ah ja, okay, ja gut, habe ich zumindest einen Unentschieden geholt. Da wird mir Nobby nicht ganz so böse sein. Ja, Nobby, ich hoffe, du verzeihst mir. Zumindest habe ich einen Unentschieden noch mal rausgeholt. Du kannst ja nächste Woche dann wieder den Vorsprung ausbauen. Oder auch nicht. Mal gucken. Ja, Jeremy, dich darf ich jetzt noch um einen kurzen Schnappschuss mit unserer Kamera bitten. Einfach, lass dir irgendwas einfallen. Darf ruhig, muss nicht so ernst sein. Irgendwas Nettes. Das ist nicht mal so einfach mit dem Riesen. Ja, das stimmt. Wo muss ich denn da drücken? Hier? Genau, da drücken und irgendwie von oben, von unten oder. Das ist ja schwierig. Ja. Erstmal schauen, ob es das geworden ist. Ne? Das dauert jetzt ein bisschen, so. Das Bild. Ich nehme es dir mal ab. So, ein bisschen schütteln. Aber bis das soweit ist, haben wir die Gelegenheit, nochmal auf eine ganz besondere Sendung hinzuweisen, die Opel Speed Goal Challenge. Und ihr seht schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Eine Sperrholzplatte mit Löchern drin. Die Torwand. Eine Herausforderung mit simpler Kirmesdramaturgie und doch für jeden Fußballer mit unfassbarer Faszination behaftet. Und die wird noch gesteigert, wenn man es im Team auf Tempo gegeneinander spielt. Oh, ist das spannend. 1! Ja! Schü! Mach ihn, Junge! Nein, mach ihn! Das ist Matchball! Eine Witzke, ey. Woran hattet ihr gelegen? Ja, woran hattet ihr gelegen? Ja, fragen wir sich eben da ja immer, woran hattet ihr gelegen? Ja, da sind Juli und Schü ganz schön ins Schwitzen gekommen. Wenn ihr wissen wollt, wie die ganze Sache ausgegangen ist, das könnt ihr natürlich, denn die Speed Goal Challenge ist seit gestern online für euch bei BVB Total. Ja, wie bist du denn im Torwandschießen, Jeremy? Habe ich in letzter Zeit nicht gemacht, aber so wie es da aussah, würde ich, glaube ich, ein bisschen mehr treffen. Das ist schon mal eine Ansage. Also wäre auch mal was fürs Training, oder? Ja, wieso nicht? Kann man mal machen. Ihr habt ja immer dieses, was ihr jetzt am Anfang macht, mit diesem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Trampolin-Dings. Trampolin, genau. Wer ist da so der König des Trampolinschießens? Also ich spiele da nicht mit, weil ich es nicht kann, aber ich glaube, Castro ist da nicht schlecht, wenn ich mal rüberschaue. Zum Abschluss natürlich die Frage, was macht dich zuversichtlich, dass ihr in Stuttgart was mitnehmt? Ja, wir hatten genug Zeit zum Trainieren. Ja, die Pause hat gut getan, denke ich. Hat ein bisschen so den Kopf frei bekommen. Auch die anderen Spieler, die jetzt auch weg waren. Vielleicht ein paar positive Spiele gehabt und kommen mit einer neuen Motivation zurück. Und ja, ich denke, dann können wir am Freitag da schon was holen, auf jeden Fall. Wir gucken mal, ob unser Foto schon fertig ist. Ja, das sieht zumindest schon mal ganz gut aus. Ich bitte dich trotzdem schon mal, dass du das Ganze unterschreibst. Genau, einfach quer rüber. Wird dann am Ende versteigert, am Ende der Saison. Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Wir drücken euch natürlich die Daumen, dass ihr aus Stuttgart was mitnehmt. Und uns allen wünsche ich ein erfolgreiches Fußballwochenende. Macht's gut, bis bald.